Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Und die haben nicht mal Laila gespielt auf dem Blumentanz. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Ja, und ich bin Mike. Und die Geister sind heute leicht verstört, deswegen lasst ein Abo da, drückt die Glocke und ein Like und kommentiert gern hier mal so. So. Wein was haben wir fertig. vor? Geil. Verkaufen wollen wir. Ich will jetzt erstmal schnell zu Robin reiten und hoffen, dass Batman da ist. Ich meine, ich will mein Haus upgraden. Ach ja. Oh ja, da komme ich mal mit. Da komme ich mal mit, weil jetzt für alle hier, ich zeige jetzt mal übelst den ja, Trick genau. wieder. Du Ich glaube, sie macht aber erst um 8 oder um 9 auf. Ja, ist ja Aber egal. Der frühe das ist kein Vogel- Problem. Wir machen es einfach wie die Rentner. So, ne? Wir kratzen einfach schon um 5 vor 8 an der Tür. Ja. Wie die Katzen. Miau. Ja, genau so. Und wenn die Tür aufgeht, nee, ich will eigentlich gar nicht rein. Ja, ich will eigentlich gar nicht. Oh, meine Katze hat sich früher echt beschwert, wenn ich sie morgens nicht mit ins Bad genommen habe. Ey, meine Katze aber auch. Die wollte immer mit ins Bad, ne? Also. Ja. So. Erstmal Die ist hier ein eigentlich bisschen- immer mit mir zusammen aufgestanden. Und einmal hat es dann nicht geschafft irgendwie. Oh, dann war die richtig angepisst. Hat die richtig gegen die Tür geklopft. Fand die nicht gut. Ich habe mal gehört, dass Katzen das machen, weil du bist dann in einem anderen Raum und sie denken, dass da so Gefahr ist, weil sie haben dich halt nicht im Blick. Die macht erst um 9 auf. Ja, die und- denken, das ist ein und deswegen sicherer müssen- Raum und die will mit da rein oder sowas. Ja, irgendwie so in die Richtung und dass sie deswegen mit dir mitkommen. Aber sie Ich war hab in dem auch mal anderen Raum gehört- auch nicht alleine. Ich habe auch mal gehört, dass Katzen, wenn sie ein Tier in die Wohnung bringen, das noch lebt und es laufen lassen, dass sie wollen, dass du lernst, wie du das Tier fängst. Ja, genau, das habe ich auch mal gehört. What? Weiß natürlich Das ist nicht, ja wie geil. viel dran ist. Ja, ich kenne das auch so, dass die quasi dich versuchen mitzuversorgen oder so dann auch. Ey, Ja. wie cool ist das denn, bitteschön? Also alle Angaben ohne Gewehr, ne? Also, hab Ja, jetzt ja, nicht- klar, das habe ich Problem, das ist einfach aufgeschrieben. so Das heißt nicht, Münze. dass das war es... gut. Jetzt 9 Uhr, komm, 9 Uhr. So, jetzt gehen wir rein. So, jetzt pass auf. Robin steht pass ja auf. jetzt nicht da. Richtig, sie steht Na? nicht da. So, sie liegt jetzt noch im Bett. Oh, geil. So, Hallo, Robin. weil die Sache Ey, wenn ist, es die jetzt strafrechtlich relevant wird, ja? Ja, dienstags hat sie immer, Den da ist sie das bei, Rumhüpfen, wie ne? heißt sie denn? Ja, genau, hier zum Zumba Aerobics, was auch immer. Mit bei Marnie und bei den Ding. anderen. So, und jetzt die da pass am auf. Hopsen- Jetzt kannst du aber, ich hoffe, das klappt jetzt. Wenn sie nämlich hier am Counter vorbeiläuft, kannst du ihn anklicken, in dem Moment, wo sie direkt an ihm steht. Und dann kannst Okay. du den Laden tatsächlich aufrufen. Ich Ich hoffe, das klappt. Ja! Ich kann Ah. jetzt quasi drauf Bitte zugreifen. aufwerten. Ich kann deinem Haus einen Keller hinzufügen. Der Keller, Entschuldigung. Ich kann deinem Haus einen Keller hinzufügen. Der Keller kann benutzt werden, um Produkte wie Wein oder Käse reifen zu lassen. Es würde dich 100.000 G kosten. Bist du interessiert? Yes. Ich brauche immer einen Platz für Reifen. Nice. Danke dir, ich werde morgen anfangen. Ich sollte in ungefähr 3 Tagen fertig sein. Okay, und jetzt kannst Ja. du hops. Hä, du bist verschwunden. Ja, die ist schon weg. Ja, aber du bist auch also der hier mit mir Achso, stand, ja, ist ich auch bin gerade in dem Menü. Ich wollte eventuell mal das eine Haus hier noch umsetzen, aber naja, obwohl eigentlich. Also ich habe überhaupt Ja, gar wo nichts eigentlich steht's gebraucht, da gut. außer Geld. Dann bringe ich das mal schnell zurück nach der Farm hin. Ja, dann war das die letzte Verbesserung, ne? Kann das sein? Ja, mit Keller und Ah, okay. Reifenfässern und Stuff. War sehr gut. Nee, aber das ist so ein kleiner Trick. Also, weil du kannst halt an den Counter rangehen, wenn sie ja dran steht. Und für einen ganz kurzen Moment an dem Dienstag geht sie ja dran vorbei. Also sie hat Kontakt zu dieser Theke, zu diesem Tresen. Und dadurch kannst du den quasi benutzen, wie als wäre sie im Laden. Dann kannst du den Laden benutzen. Genau. Deswegen an alle, die immer traurig sind, oh scheiße, Dienstag ist Robin nicht da. Das gibt Gibt's ein sowas ganz auch enges für Mittwoch, Zeitfenster. Gibt's das auch für Mittwoch, wenn der Laden zu ist? Nein. Spoiler-Alarm, ja. Ah, Da gibt's sogar was Offizielles. Oh, okay. Ich werde das jetzt einfach ignorieren und nichts weiter dazu sagen. Also, du du kannst wirst ja morgen einfach mal. Ja, bis morgen warten. Ja. Ja gut, dann vielleicht finden wir es ja... Nee, gemo- morgen ist Blumentanz. Ah, stimmt. Ja, da wird geblumentanzt. Da wird Wo richtig kommen- wo abgeshakt.
Abgeschäkt. Ich habe meine Frage selbst beantwortet. Danke. Also die Frage, die ich nicht gestellt habe, habe ich mir selbst beantwortet. Ja, geil. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß. Ich hab's halt, manchmal habe ich's drauf. Ganz kurz, 5 Minuten. Ich habe Tiere gestreichelt. Meine Katze heißt komischerweise auch Schrödinger. Ja. Wir haben nur eine Katze auf dem Hof. Hallo, Entchen. Gag. Nein, hä? Ente Also, Nhausen. Mike, du hast doch gerade von deiner Katze geredet, oder? Die Katze, die ich habe, wenn ich Ja. ins Menü gehe, die heißt Schrödinger. Ja. Aber ich habe das, glaube ich, gar nicht da reingeschrieben. Nee. Bei mir Weil heißen das ist Katzen ja- immer Das ist ja auch Katze. die Hofkatze. Nee, bei uns heißt die Schrödinger. Ja. Drumstick. So. Drumstick. Wir haben noch nicht genug Kokosnüsse. Drumstick. Ja, Sehe ich wahr sein. gerade. Ich Nuggets. fahre mal schnell in die Wüste, um ein paar Wüstenfrüchte hier zu sammeln. Ja, das Ja, sollte ja mach doch möglich mal. sein. Weil wir wollen ja ich immer kann noch hier den Sachen abgeben. Wüstenobelisk. Also die Ente heißt ja das- richtig geil, ey. Ente Nhausen. Ja? Kommt von mir. Ja, wir sind schon ganz schön lustig. Und das eine Muss man Huhn ja heißt, auch mal sagen. Das eine Huhn heißt Nugget. Also ich weiß nicht, wie lustig das letztendlich ist. Ja, schon ziemlich lustig. Schon dolle. Schon ziemlich. Schon dolle. Schon so? Dann kann ich Ja, ja ich gleich noch ein find- paar Palmen fällen. Ich finde, bei den Tiernamen haben wir uns schon gut Mühe gegeben. Schon. Aber anderes Thema, Jungs. Ja, äh, gut. Habt ihr schon mal was von Zeiterfassung gehört? Zeiterfassung. Fangen wir mal ganz langsam an. Zeiterfassung. Ist euch ein Begriff, oder? Uhren. Meinst du auf der Arbeit oder die Zeiterfassung im Sinne von welches Jahr wir haben? Und dass es einen Unterschied zwischen der echten Zeiterfassung und der religiösen Zeiterfassung gibt, in der wir jetzt gerade leben? Nee, nicht ganz so. Okay. Also Butschlag mit seiner Uhr schon mal ganz gut, das ist so ein Aspekt. Und zwar dass die sogenannte quantitative Zeiterfassung. Wie viel Zeit ist es? Ja, generell, also es ist halt quantisiert. Ne? Also Ja. es ist eben ganz genau in Zahlen auszudrücken. Shit, ich habe Das meine Hacke nicht dabei. klingt aber So. toll. So, und dem gegenüber steht jetzt logischerweise die... Qualitative Qualität? Zeit. sehr gut. Okay, Qualitative Zeiterfassung. was verbirgt sich dahinter? Erdbeeren. Wie gut die Zeit ist? Ja, könnte man auch Naja, so sagen. du kannst Also, ja, ja. wenn du. Ist zwar subjektiv, aber ja, also hat natürlich damit zu tun. Also zum Beispiel deine Erinnerung Ja. ist eine qualitative Zeiterfassung. Naja, weil du Qualität, kannst ja- also Ja. Quantität ist ja quasi viel und demnach alles. Ja, Und Sekunde für Sekunde, wirklich ganz und, genau. Und qualitativ ist dann, du fasst nur das zusammen, was für dich in irgendeiner Weise einen Wert hat oder was für dich dann wahrscheinlich wichtig ist. Also, wenn, Ja, du, jetzt genau so. wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt und nichts machst, dann ist das quantitativ. Und wenn du dich daran erinnerst oder das Nee. sehr genießt, wenn du dann an diesem Tag, keine Ahnung, zu deiner Katze gehst und diese streichelst und das mehr als alles andere liebst, dann ist die Zeit für dich die qualitative. Nee, nicht ganz so. Also, wie gesagt, ich meine jetzt nur die Zeiterfassung. Ne? Also, Ach so. du selbst du als Person kannst das schon quantitativ erfassen mit Hilfsmitteln. Naja gut, Aber dann bin ich ja Quanti- wenigstens nicht komplett falsch. Aber dann ist die Zeit, in der wir gerade leben, die qualitative und die Zeit seit Zeitbeginn ist dann das andere. Quanti. Naja, mit der qualitativen noch nicht ganz. Also, Ich bin voll raus. Na gut, aber Butch, Mann. Butch zum Beispiel. Ich sag dir jetzt, zum Beispiel Stardew Valley. Du erinnerst dich ja nicht an jede einzelne Folge, die wir aufgenommen haben, jede Sekunde und so weiter. Das kannst du gar nicht. Das ist Leider, halt unmöglich. leider nicht, sonst wäre Kapitel setzen und Dings rausfinden, alte Folgen rausfinden, um einiges einfacher. Genau, so. Und jetzt aber die qualitative Zeiterfassung, da ist es jetzt zum Beispiel, ich kann mich an die Folge der Ja-Sager erinnern. Hier oben in der Videobeschreibung. So, Ja. weil das ist eben, es ist von mir qualitativ erfasst, diese Zeit. So, verstehst du? Also es ist halt,
Ja. Ich mache es nicht an der Folgennummer fest, sondern ich mache es an einem Ereignis oder an einem Erlebnis fest. Aha, An einem Ereignis? Okay, ja. Genau, und An das einem wäre halt so. Ereignis? Einem Ereignis. Ja, genau. Und das wäre halt die qualitative Zeiterfassung, quasi anhand von Erlebnissen. Also du sagst dann so, okay. oh ja, hier, ich war irgendwie dann und dann im Urlaub. So, Bin dann und dann die Treppe runtergefallen. Oh ja, das ist qualitativ. Quasi. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass es in Erinnerung bleibt. Genau, also darauf wollte ich dann auch hinaus, Ja. weil dann komme ich nämlich zum nächsten Thema, die Aussage, warte mal, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel lunsen. Jetzt muss er spicken. Ach genau, ja, ganz einfach. Erinnerung hat einen Weichzeichner. Ja, so, ja, wenn dir. Ja. Zum Beispiel, klar. während du noch in der Schule bist, ist alles scheiße, aber wenn du dich 20 Jahre danach zurückerinnerst, dann fallen dir plötzlich total viele gute Sachen ein und du denkst, Genau. ach, Schule, das waren Zeiten. Genau, also das eben, also es kann natürlich in beide Richtungen gehen, der Weichzeichner, ne? Also dass du irgendwas als total scheiße empfindest, obwohl es gar nicht so schlecht war, oder eben genau umgekehrt. Ne? Dann ist es doch, glaube ich, kein Weichzeichner streng genommen, sondern ein. Ja, es verschwimmen die Konturen. Ja, also Und ich meine, also klar, das Sachen Prinzip schlechter Weichzeichner- machen, habe das ich kann Sachen aber auch besser machen. Nee, also ich wollte eben auch sagen, weich bedeutet jetzt in dem Sinne nicht, dass es besser ist oder so, oder dass es gut ist. Also nicht weich im Sinne von soft und angenehm, sondern weich im Sinne von verschwommen. Das weißt Ja. du doch nicht. Na doch. Nein, das weißt du doch nicht. Und genau, also Erinnerung hat einen Weichzeichner. Und wisst ihr, was dagegen richtig gut hilft? Saufen. Ja gut, dann ist die Erinnerung komplett weg, dann ja, okay. Ja, kann man mal machen. Nee, was denn? sowas wie Tagebuch, Logbuch, Ah, Diary, Journal. naja, klar. Ja. Also das, ja. Es ist Ja, natürlich endlich. auch noch lange keine quantitative Zeiterfassung, aber es nähert sich dem halt viel besser an. Ne? Meinst du jetzt erinnerst dich quantitativ dann- oder qualitativ? Ja, aber Es es kann ist natürlich keine- auch so, Ja. also ja, Ja. ich gebe dir erstmal natürlich recht. Ich sehe dann aber auch bloß den Moment, wo ich mir denke, ja, du schreibst etwas in dein Tagebuch, was du irgendwie an dem Tag erlebt hast und bist doch voll in der Emotion drin. Ja, ist eine gute Momentaufnahme. Ist eine sehr Ja, gute wenn du das Momentaufnahme. später liest, unter Umständen fällt dir sogar die Stimmung wieder ein, je nachdem, Genau, wie prägend genau. das war. Ja. Ja. Ich Ja, habe das hab ich- mit Musik, wenn ich in einer Scheißphase oder einer guten Phase Musik höre, ein bestimmtes Lied, ich habe dann immer so diese Macke, dass ich dann irgendwas auf Dauerschleife höre. Und gerade diese Lieder, wenn ich die dann nach Jahren wieder höre, dann habe ich Gerüche, Geschmäcker, Erinnerungen, Gefühle aus dieser Zeit wieder in meinem Kopf, die entweder genauso schlimm sind oder gut wie damals oder auf jeden Fall mich zurück in das Gefühl bringen und mich erinnern lassen. Ey, das hatte ich aber auch vor so richtig, vor ein Ja, paar vor ein Jahren. paar Wochen. Nee, vor ein nicht paar vor Wochen. Da. Gut, das war tatsächlich sehr gut. Ist gerade mal 2 Wochen her, Bob. Genau Ja, ich 2 weiß. Wochen. Ja. Das war echt toll. Das war wirklich toll. Nee, ich meine, dass ich habe vor einem Jahr, vielleicht vor 2 Jahren, habe ich ein altes Video gesehen auf meinem Handy von einer Zeit, die echt schlimm war. Oh. Und zwar genau, weil solche Situationen wie in diesem Video relativ oft passiert sind. Und davon hatte ich ein Video und ich hatte noch die Erinnerung daran, dass die Zeit irgendwie doof war. Und dann sehe ich das Video und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die Emotion kam so krass hoch. Also dieses Gefühl von damals, dass ich mir dachte, Alter, und das hat jetzt noch solche Nachwirkungen. Holla die Waldfee. Das war krass. Ja, das war ein krasser Moment. Deswegen, Ja. also es ist ja. Da war die Weichzeichnung wirklich weg. Ja, Ja. deswegen. Und das ist eben, worauf wollte ich jetzt gerade noch hinaus? Genau, die eine Folge, wo wir schon mal. Nee. Das ist in den Lost Episodes, ist das leider untergegangen. Ach, scheiße. Müssen wir gleich nochmal vielleicht drüber quatschen. Den Soundtrack of My Life. Ne, wo ich davon erzählt hatte. Aber manchmal, Ist das in der Lost erinnert sich nicht. Episode? Das ist in einer Lost Episode leider untergegangen. Ist mir nämlich irgendwann mal aufgefallen, als ich es wieder raussuchen wollte. Und dann so, warum finde ich das nicht? Und dann ist mir klar geworden, das ist in einer Lost Episode. 1:50 Uhr. Ist Ja, in um einer die Lost Leute da nochmal Episode abzuholen, untergegangen. es gibt Episoden, die gibt's nicht. Die sind weg.
Das Nee, gibt nicht Sachen, die eine von gibt's gar denen, nicht. eine von den nachvertonten, meine ich. Ah, okay, ach so. Da ist das untergegangen, weil ich es ja erzählt hatte, aber du hast halt nur die ganze Zeit immer gesagt, ja, cool, ja. Kann Und dann ich weiß ich kurz natürlich nicht mehr, was wir dazu gesagt noch, haben. noch etwas beitragen? Ja, selbstverständlich. Erzähl Manchmal mal. ist das auch so, wenn du ein Video guckst oder sowas, eine Erinnerung aus einer Zeit, die wirklich furchtbar war, aber du realisierst, dass das vorbei ist. Dann kann das im Nachhinein aber plötzlich ein unglaublich befriedigendes Bauchgefühl geben, so ein positives, weil du sagst, hey, die Zeit damals war furchtbar und du wünschst es dir nie wieder, aber du hast es überstanden. Du bist immer noch hier. Das stimmt. Ja, Das stimmt. auf jeden Fall. Gibt's tatsächlich auch. Also die Momente habe ich tatsächlich öfter als das andere. Das wäre auch Glücklicherweise. traurig, wenn es andersrum wäre. Absolut, oder? Das wäre schrecklich. So, ok. Ja, dann reiße ich mal gleich nochmal das Thema aus, also was quasi ja dann verschwunden ist, gleich noch an. Und zwar ging es da um den Soundtrack of My Life. Ein Kumpel von uns, also von Butch und mir, der hat damals, als ich den kennengelernt habe, hat er mir so davon erzählt, so Soundtrack of My Life. Er hat da so einen Ordner damals, ne, da gab es noch kein Spotify. Was? Hast du gerade meinen Kaffee geklaut, Butch? Hass, Alter, Hass. Soll ich dir einen geben? Hass. Hier. Nee, Mann, ich Nimm doch. klaue jetzt einfach deinen. Ich klaue einfach deinen. Hau ihm ein paar. Ich Muss trinke richtig den jetzt, oder? wehtun. Ich trinke den. Ich schenke sogar Abigail einen Kaffee. Ich glaube, die mag gar keinen Kaffee, oder? Doch, das Ist sieht lecker egal, aus, sie hat ihn zu sagt trinken. sie. Ah, okay. Woher So, wusstest du, dass hi- ich hungrig hi, bin, Penny. sagt sie. Hungrig vor allem. Ja, es ist Abigail. Ich esse jetzt eine Tasse Kaffee. Clear. Ey, Tasse Kaffee ist noch okay bei Abigail. Das ist echt das Schlimmste. Jedenfalls, diese Soundtrack of My Life-Geschichte. Ja. Oh, bei dir ist übrigens Weingut. Ah, ich kann mal gleich. Ah, nee, habe ich nicht. Ich habe keine Bei Hand. dir war eine Flasche ist Weingut. Weingut. Im Ähm, Weingut. Weil ein anderer richtig geiler Lifehack ist, diese Reifefässer kann man mit der Hacke, nicht mit der Spitzhacke, sondern mit der normalen Hacke, kann man da den Kacke. Wein aus den Fässern holen. Mit der Kacke. Ja, jedenfalls Soundtrack of My Life. Ist so eine Sache, hat er von einem anderen Kumpel wiederum dann auch. Und zwar, wenn du auf einen neuen Song jetzt meinetwegen stößt in Ja. deinem Leben, der dich total flasht, den du total cool findest, wie auch immer, der kommt in diesen Ordner und dieser Ordner ist nach Datum des Hinzufügens geordnet. Huh. Das ist quasi wie so ein Ja. wie so ein Songtagebuch, könnte man fast sagen, oder was weiß ich, dass man dann so sagt, okay, shit, ja, der Song war in der Zeit, da habe ich den Song kennengelernt, vielleicht noch mit irgendeiner Erinnerung verbunden, Den Song. und den höre ich mir dann halt wieder an und dann erinnerst du dich an Ereignisse und danach kam ja der, oh, krass und bla bla bla, und das finde ich ist so ein geiles Konzept, ey, und das hätte man einfach schon viel früher quasi machen müssen, also Ja, vor allem, ja, wenn dafür die Möglichkeit da gewesen wäre, ne? Also, ja, natürlich, ja, klar. Ja, das ist halt auch ein bisschen schade. Deswegen Aber cool, hier hey, an, falls ihr an jetzt erst die. anfangt mit Spotify und falls ihr jetzt erst anfangt, dann macht doch genau das. Ja, auf jeden. Also, Yes. das lohnt sich. Ich pack mal noch Wein bei mir unten in den Keller. Deswegen braucht er noch nicht sofort zum Blumentanz gehen. Okay, ich hab tatsächlich letzte Woche erst eine VIS-Playlist gemacht. Was auch immer das bedeutet. Wollte ich Wollte ich erstmal gefragt, was heißt eigentlich VIS? Frage ich dich auch. Was bedeutet das? Ja, was Voll heißt VIP? Also very important person. Song. Und VIS sind halt very important songs. Ich fand das sehr naheliegend. Ja, jetzt, wo du das sagst, da muss ich sagen, ja, okay, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Auch mit einem halben Hirn hätte ich darauf kommen können. Kann man eigentlich drauf kommen, oder? Doch, drauf, auf jeden Fall. Schon so. Nein, es hätte mir einfallen müssen, wollte ich damit sagen. Ja. Ja, Nee, fand ich sehr gut. Auf jeden Fall habe ich da wieder, Ah. und da musste ich mich auch an Lieder erinnern, wo ich mir gedacht habe, boah, okay, was sind denn jetzt wirklich, also nicht nur Songs, die man irgendwie gut findet, so davon, ja, gibt es ja tausende solcher Listen, aber so wirklich so eine ganz persönliche Liste, wo man sagt, so, ey, das ist jetzt mal so ein
So ein Song, der ist wichtig aus den und den Gründen, wo man auch wirklich ein bisschen Kopf mit reinnimmt und sagt, warum der wichtig ist. Aber nicht, fand ich weil der, cool. nicht weil der Song an sich ein wichtiges Thema beinhaltet, sondern der Wert, den er für dich hat, oder? Genau dieser Song hat einen Wert, weil das zum Beispiel der Song war, der mit meiner Band am besten funktioniert hat oder so. Oder weil man das erste Mal damit Ja. Auto gefahren ist oder so. Zum Beispiel. Also so wirklich so ein Moment, wo man genau sagen kann, ey, dieser Song ist genau des und deswegen, wegen dieses Momentes. Ja, sowas habe ich tatsächlich, aber mir fällt das ein, wenn ich es höre. Ne, und genau das ist halt das Problem. Wenn man es hört, weiß man es ja, aber sich erstmal wieder daran zu erinnern, wenn man so eine Playlist macht. Was sind denn jetzt, was ist denn jetzt so ein Song eigentlich? Das fand ich krass. Hier oben ist voll der Waldbob. Hast du schön gemacht. Ich wäre bereit für den Blumentanz. Ach ja. Ja, Ja, da war ja was. Oh, toll. Ah, der ist ja unten. Ja, Sie. dann, ich habe eine Joja-Cola. Ich warte geangelt. einfach. Die trinke ich jetzt einfach. Yum. Oh, die hat mir ja nur so ein bisschen Leben. Oh, das ist ja sinnvoll. Joja Ja, bringt jetzt deswegen- nicht so viel, nee. Bringt irgendwie gar nichts. Es ist halt nur kann Müll. man mal Das ist mitnehmen. nicht dein Briefkasten. Ja, Ähm, ich will auch das Pferd. Jedenfalls, ja, Soundtrack of my life. Macht das. Seid ihr Und beim so. Blumentanz schon? Ja, Gleich. also wir versuchen da hinzukommen gerade. Wir warten Gut. nur auf dich. Ich bin am Ja, aber dann Hinterherkommen will ich gerade. gleich zum nächsten Ding springen, wo wir gerade in der Musik sind. Wo ist denn das Äh, nochmal? Entschuldigung. Ich will Unten. südlich von unserem Hof. Ach so, auf dieser Und- komischen Lichtung, ne? Genau. Und zwar eigentlich will ich dem Song natürlich keine Plattform liefern, aber wir müssen ja mal drüber reden, auch wenn es jetzt schon ein bisschen outdated ist. Habt ihr von Laila mitbekommen? Ich habe davon gehört, aber ich habe mich nicht mal darüber informiert, weil ich mir dachte, Sei hey, das froh. ist so ein Mainstream-Zeug, da laufe ich immer in die andere Ja, Richtung. es ist schlimmer als Mainstream, ganz ehrlich. Ist das so vom Text her rassistisch oder menschenverachtend? Nee, oder? also- Es ist ein ganz normaler Ballermann-Song. Der ist Genau, nicht besser also- und nicht schlechter als alle anderen Ballermann-Songs auch. Genau, also, Also im dazu Grunde wollte ich nämlich Abfall. kommen, weil da ist nämlich das, was wir letzte Folge angesprochen hatten mit diesem, ne, alles glauben und so, weil es hieß auf einmal dann, dieser Song ist verboten, weil er ist sexistisch. So. Und das hat dann natürlich übelst die Runde gemacht, dass dieser Song verboten sei. So, da muss man mal überlegen, okay, also ein Song ist verbieten, ist genau. also im Grunde ein Marketing-Strategie-Move gewesen, dann demnach. Also was nicht stimmt. war von denen nicht so gewollt, von den Machern, aber die nehmen es natürlich gerne wahr. Ne? Genau, Das weil ist die ja klar. dadurch natürlich, der Song wurde dadurch berühmt, obwohl das nicht, also er verdient ja seine Berühmtheit nicht dadurch, dass er in irgendeiner Weise besser oder schlechter wäre als andere. Er kommt halt einfach nur in einer Zeit, in der das gerade sehr aufreibend ist. So, in der dieses Thema, in einer sensibleren Zeit dieses Themas gegenüber. Mit Ja. sensibel meinst du Aber- sowas wie gendern oder? Ja, Nee, einfach, vor dazu, allem Moment, Sexismus. ich muss euch mal absägen, weil da will ich noch gar nicht hin. Ich will nur erstmal zu diesem, aber ich wollte mit, ich mache nur Spaß, natürlich tanze Ja. ich mit dir, ich liebe dich. Oh mein Gott, Alter, Abigail! Die Olle. Entschuldigung, ja. will nicht. Nee, und zwar ging es so, oh ja, der ist verboten, hieß es dann überall. Und das ist halt totaler Quatsch. Ja. Ne? Also alle haben dann natürlich gleich geglaubt, oh, der ist verboten. Das ist Humbug, weil das wurde, also es ging ja darum, um diesen Fall, dass das in Würzburg war das, Ja, genau. dass der da auf einer Veranstaltung verboten wurde. Und das stimmt überhaupt nicht, weil der Veranstalter selbst hat gesagt, nee, das wird nicht gespielt. Also es quasi die Person, die diese Fest oder was auch immer das da war, veranstaltet hat, die hat gesagt, yo, gib it nicht. Ja, So, also die hat das Person, einfach nur- die das behauptet, hat sich wieder mit einem Backstein gekämpft, so mit ganz viel Wucht und ganz doll und oft. nee, das war absolute Absicht. Die wussten genau, was die da sagen, wenn die das in ihre Zeitung schreiben oder sonst wohin, hey, das wird verboten. Die wussten ganz genau, was die da machen. Okay. Achso, weil- habt ihr Tanzpartner? Kann ich schon anfangen? Oder? Ich hab fang Tanzpartner. mal an. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand das dann so, ich dachte mir so, ein Song verboten. Also sorry, aber das ist doch, weiß ich nicht. Und dann habe ich nachgelesen, ja, nix hier mit wirklich verboten.
Nee, jeder Veranstalter hat das Recht zu sagen, ey, das und das wird hier gespielt und das nicht. Ja, Du sagst ja zum Hausrecht Beispiel und auch, sowas. also das ist halt, da sagt ja nicht die Stadt Würzburg, dieses Lied darf in Würzburg nicht mehr gespielt werden. Ja. Das So, ist halt aber das völliger wird Quatsch. halt so aufgenommen und dann wird Ja. dann gibt's halt schlaue Leute, die das genauso schreiben, weil sie genau wissen, was sie damit bezwecken, und dumme Ja. Leute, die das dann für bare Münze nehmen und nicht 2 Sekunden in der Lage sind, einfach mal darüber nachzudenken, was sie da gerade lesen. Und das regt mich gerade schon wieder auf. Das geht zurück auf die Mesanthropie-Folge von letzter Woche. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Und die haben Ja, nicht mal gut. Laila gespielt auf dem Blumentanz. Ich möchte erwähnen, dass ich nicht getanzt habe. Ja, ist okay. Mikey Hier muss niemand tanzt tanzen. nicht. Oh. Okay. Oh, Mikey ist so einer, der cool am Rand steht und nickt und am Nein. Bier nippt. Nein, Mikey ist einer, der eigentlich gar nicht dahin geht, weil da viele Menschen sind. Ach so. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Irgendwer hat Ja, hier nicht du auf den wolltest Knie ja, gedrückt. unbedingt auf ich die weiß nicht, wer zur das- Silent Disco Pop. Ja, Silent Disco war schon geil. Da hatte Ja, ich es- aber auch genug Platz. Das war nicht so eng. Da hatten wir und echt, so. da hatten wir echt gut Platz. Oh, das hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. Das hat Spaß gemacht, dieses Ja. Silent Disco. Nee, deswegen das zu dem Laila-Ding und mit diesem ganzen Sexismus-Ding. Also ich persönlich habe so das Gefühl, dadurch, dass natürlich diese Fake-News, dass das verboten ist, so verbreitet war, sind da einige auf den Zug aufgesprungen und haben dann gesagt, oh, der Song ist sexistisch. Wo ich mir denke, Alter, dann guck dir halt 90% der Ballermann-Hits an. Der Schlagersongs, hör dir dicke Schlagersongs an, die sind dicke nicht Titten, besser. Kartoffelsalat, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich und was weiß ich nicht. Also, und dann hängt ihr euch auf einmal an Laila auf und da denke ich mir so, sorry, aber das ist jetzt einfach nur, weil es irgendwo hieß, der ist verboten und ihr springt jetzt schön drauf auf. Ja. Also, und dann, weiß Das nicht. ist alles, Dann ist- das ist alles in jede Richtung, wo es zurzeit geht. Ob das nur so eine wokere Geschichte ist oder ob das eine gegen Wokeness, das ist alles Opportunismus gerade. Alles, was irgendwie der eigenen Linie gerade zuspricht, wird halt irgendwie Ja. genommen oder Sachen werden so lange verdreht, bis sie der Linie zusprechen. Und das regt mich so auf. Es werden Themen aufgemacht, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Und ein bisschen Ja, aber in Kontext gesetzt werden. Und ich denk mir, auch. Das ist so nicht richtig. Und Ja, das es regt ist- mich gerade an der Linken. Also ich bin mein ganzes Leben lang schon eher links. Manchmal viel mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber schon immer recht links gewesen. Ja, Und wir kann ich hatten verstehen. immer das Selbstverständnis, oder das Selbstverständnis der linken Szene war immer, wir arbeiten auf etwas hin. Es geht immer darum, sich selbst zu hinterfragen. Es geht immer darum, weltoffen zu sein, für andere Themen offen zu sein. Das heißt aber nicht, dass man das alles auch immer genauso annehmen muss, sondern das zu akzeptieren und zu tolerieren. So. Und mittlerweile geht das aber in der Richtung, in der linken Szene, dass gesagt wird, hey, du kannst gar nicht, solange du nicht alles schon hast, was links ist, und solange du nicht alles schon genauso machst, wie das gerade irgendwo besprochen wird, kannst du nicht links sein, sondern bist rechts. Da wird sogar so eine Sarah Kuttner auf einmal, wird der Rassismus vorgeworfen, wo ich mir denke, habt ihr sie noch alle? Sarah Kuttner hat ihr Leben lang in der linken Szene, ich krieg schon wieder eine Krise. Ich krieg Ja, man schon wieder eine hört's. Krise. Ich habe mich so aufgeregt letzte Woche. Ich dachte mir, ihr könnt das nicht, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr springt auf jeden drauf, wir machen uns hier gegenseitig kaputt und ihr wundert euch, dass uns die Leute hassen. Oh, Ja. Schon so. Fischen Stufe 2. Bin ich. Ja, geil. Hock. Sorry. Nee, Ja, nee, fühle ich absolut genauso. ja. Ja, das ist Und- einfach so nervig, weil das könnte so geil sein. Das könnte so geil sein, wenn wir uns nicht gegenseitig zerfleischen würden, obwohl wir alle in die selbe Richtung gehen. Und die rechte Szene, die macht es halt total richtig, weil bist du ein bisschen rechts? Geil, bleib hier. So, denen ist es Ja. scheißegal, wie rechts Ja, du bist. stimmt. Hauptsache, du bist ein bisschen dabei, weil die Ja. genau wissen, wie sie ihre fucking Kräfte irgendwie bündeln können. Und wir zerschießen uns total. Und machen uns kaputt und unglaubwürdig und hassbar. Wir machen uns richtig angreifbar mit dieser ganzen Scheiße, dass gewisse laute Kräfte innerhalb der linken, woken Szene, bla bla bla, so laut sind und diese Szene aber auch so für sich beanspruchen, dass sie sagen, hey,
entweder bist du 100% für uns oder du bist gegen uns. Und so waren Zu wir nie. 100%. Das war nie so. Und das tut weh, das tut richtig weh zurzeit. Deswegen einfach mal Butchbob 42 wählen. Ja, Mann. Und da wir keine Partei sind, ist halt das Mindeste, was ihr machen könnt, wenigstens abonnieren. Glocke Ja. drücken, liken, kommentieren. Gern auch passend zum Thema, bleibt aber sachlich, ne? Ja. Und wo ihr auch gern abonnieren, kommentieren, liken, Glocke und alles machen könnt, ist bei der Macintosh. Da könnt ihr nämlich sogar jeden Tag, könnt ihr da kommentieren. Also Und liken. gut, man kann generell jeden Tag kommentieren und ständig, aber da kommt jeden Tag eine Folge Stardew Valley von ihm Ja, raus. ja. Da könnt ihr einfach kommentieren. Sehr richtig. Gut. Dann schließe ich hiermit die Parteisitzung. Gut. Und wir sehen uns nächste Woche dann wieder zur nächsten Versammlung. Wenn es am Tagespunkt ist, dann, was habe ich hier noch? Da habe ich noch, ja, doch 2 passende Themen. Oh, was sind das nun für Themen? Nee, obwohl, sagen wir 2 passende Zitate, über die wir Alles dann klar. gern sprechen können. Wo hast du die nur immer hergeholt, Mensch? Das werde ich dann nächste Folge erzählen. Alles klar. So, bis nächste Woche. Bis nächste Okay. Woche. Tschüss. Tschüss.